Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Wir machen heute einen leckeren Stuten aus dem Spätmittelalter. Ich habe da ein tolles Rezept gefunden und das werden wir gleich nachbacken. Vielleicht zuerst ein paar historische Hintergründe zum Stuten, beziehungsweise zum Weißbrot in dem Fall. Wen das nicht interessiert, der spult einfach vor. Ich setze euch unten eine Zeitmarke. Also der Stuten war, wie gesagt, im Spätmittelalter sehr berühmt, denn es war ein ganz besonderes Brot für, ja, ich würde sagen, das adlige Volk. Also da der ja aus Weizen gemacht wird, konnten sich den die armen Leute nicht leisten. Deshalb haben eher so die High Society, die höhere Klasse sozusagen, dieses Brot verspeisen dürfen. Und wie gesagt, bestand es aus Weizen und Weizen war halt schwer zu kultivieren oder schwerer zu kultivieren als Roggen zum Beispiel und dadurch deutlich teurer. Was hinzukommt, wir machen ihn mit Hefe. Hefe ist auch, ich sag mal, etwas spezieller gewesen früher. Aber die Menschen, die in der Nähe zum Beispiel von Brauereien gelebt haben, konnten da Bierhefe nehmen. Ich habe versucht, Bierhefe aufzutreiben für dieses Rezept, war da aber, muss ich gestehen, nicht wirklich erfolgreich mit. Es gibt immer nur so getrocknete Hefen. Die gehen aber nicht mehr. Deshalb werden wir das Brot mit ganz normaler Hefe nachbacken. Wer trotzdem an Bierhefe herankommt, ich werde euch in die Zutatenliste auch eine Angabe für Bierhefe machen, die ich gefunden habe. Ich hoffe natürlich von der Menge, dass das irgendwie so passt. So. Dann ist in dem Rezept natürlich Butter enthalten und auch Butter war was damals nicht so sich jeder leisten konnte. Dementsprechend auch eher so eine Zutat für die High Society. Wir machen sie rein. Die gibt einen wunderbaren Geschmack für einen Stuten. Optional ist in dem Rezept ein bisschen Anis drin. Also man hat damals viel mit Gewürzen gemacht. Das sollte die Verdauung anregen. Wir werden diesmal kein Anis reinmachen. Wer möchte, kann das trotzdem tun. Ich denke aber, so ein vanilleriger, also ein sanfter, zarter Butterstollen ist doch was ganz Feines für den heutigen Sonntag. So, wir gehen in die Küche und backen die Butterstollen oder die Butterstute nach. Kommt mit! So, kommen wir zu den Zutaten für den Stuten. Also ihr braucht Weizenmehl, das ist 1 Kilo. Dann brauchen wir einiges an Honig, denn Zucker gab es damals nicht. Also dann nehmen wir, also gab es schon, aber das war deutlich populärer. Und dann nehmen wir 100 bis 150 Gramm, also wir machen den ein bisschen süßer, also wahrscheinlich so 120 bis 130 Gramm, müssen wir gleich mal gucken. Dann braucht ihr lauwarme Milch, dann nehmen wir 400 Milliliter. Dann haben wir so ungefähr 150 Gramm Butter. 60 Gramm Hefe, 2 Eier und darunter habe ich ein bisschen Salz versteckt. Das sind 15 Gramm. Und das war's. Und jetzt werden wir erstmal einen Vorteig machen. Und nach dem Vorteig muss der muss dann gehen für eine Stunde auf 2 bei 35 Grad im Backofen. Und dann werden wir den Teig fertigstellen. Los geht's. So, dann machen wir jetzt in das Mehl erstmal eine Kuhle rein. Und wir wiegen jetzt mal den Honig ab. Dann nehmen wir den natürlich von unseren, falsche Richtung, schieben wir das mal in die Mitte, damit ihr es auch besser sehen könnt. So, dann nehmen wir den von unseren Bienchen und mal gucken, so Pi mal Auge 120 bis 150 Gramm, also was gerade so hier rauskommt. So. Ja, das sind schon 130, hat schon gut getroffen. Dann machen wir noch einen kleinen Schub drauf, weil Honig süßt ja nicht ganz so stark wie Zucker. So, das sind jetzt knapp 150. So, wer will den Löffel haben? Die Tochter, guten Hunger. Genau. Und das war die Mikro. Und da kommt jetzt die Milch mit rein. So, dann kommt jetzt hier die Milch rein. Moment, Leute. Die Waage darunter muss weg. So. Da müssen wir den Honig jetzt ein bisschen drin lösen. Es ist ja so, wenn der nicht, ich schlag den Honig nie. Und wenn der nicht geschlagen ist, dann kristallisiert er irgendwann aus. Ich finde das aber eigentlich super lecker, wenn das passiert. Deshalb lasse ich das. Den du im Laden kaufen kannst, der ist meistens ja immer geschlagen und zusammengemischt aus 1000 verschiedenen Honigen. Und das ist nicht ganz so meins. Deshalb, ich habe den lieber von unseren Bienen. So, jetzt ist der gelöst und jetzt kommt da rein, machen wir jetzt die Hefe. Und da sollen ja so, ja, ich sag mal, bestimmt ein Würfel würde sicherlich auch ausreichen. Das Rezept ist aber mal wieder nicht konsistent.
Deshalb mache ich jetzt hier einfach 60 Gramm rein. Dann weiß ich, dass auf jeden Fall genug drin ist. Wahrscheinlich würden ein Würfel auch ausreichen bei der Menge. Aber das schadet ja nicht, ne? So. Krümmeln wir die hier rein. Und dann lösen wir die ein bisschen auf. So dass da so ein leichter Vorteig entsteht. Da könnt ihr euch auch von dem Rand immer so ein bisschen das Mehl mit wegnehmen. Genau, so. Dass da so ein flüssiger Teig entsteht. Der sollte noch nicht zu fest werden, damit die gut angehen kann, die Hefe. So. Noch ein bisschen von der lauwarmen Milch mit dazu. So, das reicht jetzt zum Anstarten. Und das kommt jetzt in den Backofen. Ich würde mal sagen für... ich lasse es auf jeden Fall 20 Minuten drin. Ihr seht schon, da kommen schon die ersten Bläschen. Das ist schon super. Ich lasse es sicherlich 20 Minuten drin, bevor wir weitermachen. Und danach werden wir den Teig komplettieren. Und dann kommt eine lange Reifephase. Aber das sehen wir dann gleich. So, bis dann. So Leute, schaut mal, wie der gegangen ist. Dann werden wir jetzt die restlichen Zutaten hinzufügen. Also ein bisschen Salz an den Rand. Wird ja nachher so verknetet. Dann kommen da noch 2 Eier hinzu. Einmal. Und noch ein zweites. So. Und jetzt nochmal die restliche Milch. Und zum Schluss fehlt noch die Butter. Die haben wir auch in der Mikro geschmolzen, damit das einfach besser vermischbar ist. Kommt jetzt auch noch hinzu. Perfekt. Und jetzt werden wir das alles zu einem schönen großen Teig vermischen und verkneten. Und dann müssen wir mal gucken. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich eine Backform für 1 Kilo Teig habe. Ich befürchte, die habe ich gar nicht. Das heißt, wir backen entweder 2 Laibe oder mal gucken, wie die Konsistenz so ist. Wir wagen es, das so in den Backofen zu tun. Da bin ich mir noch nicht sicher. Vielleicht machen wir auch einfach 2 Laibe. Ups. So, das klebt schon ganz ordentlich. Dann müssen wir jetzt mal... Jetzt kommt der spaßige Teil, Handarbeit. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so euren Stuten macht, von der Konsistenz her. Ob ihr den eher klebriger lasst oder ob ihr den eher wie so einen richtigen Brotteig formt, so aus der Hand, dass der wirklich so nicht mehr pappig ist. Schreibt das ruhig mal in die Kommentare rein, würde mich tatsächlich interessieren. So, viel mehr werden wir da jetzt auch erstmal nicht machen, weil der muss ja jetzt noch ordentlich gehen. Und ich denke mal, das wird so 1,5 bis 2 Stunden dauern, bis die Hefe da ordentlich einmal das Volumen des Teiges Pi mal Auge verdoppelt hat. Und dann bringen wir den in eine Form. Wir werden wahrscheinlich in eine Kastenform reinmachen oder 2 Kastenförme backen. Und ja, dann darf der nochmal gehen und zum Schluss wird er dann tatsächlich gebacken. Gut, den lassen wir so. Wir sehen uns gleich wieder. Also, 1,5 Stunden haben wir jetzt mal nicht geschafft. Schaut mal, wie der aufgegangen ist. Die Schüssel ist voll bis oben hin. Also hat super geklappt mit dem Aufgeben. Wir nehmen den jetzt. Dann walken wir den nochmal so ein bisschen durch. Und danach kommt der in die Schüssel. Wir müssen mal gucken. Ich habe tatsächlich nur eine so eine Brotform oder Kuchenform. Deshalb, da werden wir die Hälfte reintun. Und die andere Hälfte müssen wir irgendwie formen. Und dann legen wir die daneben auf dem Blech.
Also schreibt doch nochmal in die Kommentare, was ihr von der Konsistenz sagt. Also der ist natürlich noch leicht klebrig. Ich kann jetzt nur nicht bewerten, ob das so klebrig ist, dass man da eigentlich noch was Mehl drauf tun müsste. Also ich würde sagen, beim letzten Mal war das so, dass der wieder ein bisschen klebriger wurde, richtig saftig geworden ist. Deshalb würde ich sagen, ich lasse den so und nehme jetzt einfach hiervon, ja, so ungefähr die Hälfte ab. Ich muss noch ein bisschen Paniermehl in die Form tun. Eine Sekunde. So, okay. Das heißt, wir nehmen jetzt so ungefähr die Hälfte ab. Das dürfte dann so 1, noch was Kilo Teigs, Entschuldigung, 600, 700 Gramm Teig sein. So ganz grob. Und den legen wir hier in die kleine Auflaufform. So. Teilen wir den hier drin so ein bisschen. Oh, ihr seht das gar nicht, Entschuldigung. So, wir tauschen. So. Genau, und den anderen, den bestäuben wir jetzt ein bisschen und dann werden wir den ganz quick and dirty auf ein Blech legen. Das müsste so ungefähr passen. Ich hole mal ganz kurz ein Blech, Moment. So, dann machen wir den jetzt mal hier so und werden den jetzt gleich formen. Ich habe meine Tochter mal gebeten, mal kurz ein Stück Backpapier zu holen. Und dann formen wir hier mal so ein, ich sag mal, einen Teig draus, den wir dann auf das Backpapier legen. Und genau, damit backen wir dann das zweite Brot. Und dann gucken wir mal, was besser wird. So, dann machen wir mal ein bisschen Mehl hier auf die Unterlage. Kneten den mal so ein bisschen durch. Aber der sieht eigentlich super aus, Leute. Dann machen wir so ein kleines, schönes, rundes Brot raus. Ich hoffe nicht, dass der so zerläuft, wenn der gleich noch ein bisschen nachgeht. So. Oh Leute, ich müsste euch das mal zeigen. Sie schneidet das Backpapier mit einer Schere. Entschuldigung. Kann man natürlich auch einfach abreißen. So. Aber den lassen wir so. Ich finde, so eine kleine Kugelrolle sieht gar nicht so schlecht aus. Also. Dann hätten wir einmal so ein kleines Brot hier und ein zweites da. Dann darf das jetzt noch mal ein paar Minuten angehen. Dann schneiden wir das ein. Und danach werden wir es backen. Und schauen mal, wie das Ergebnis ist. Ob das zwingend in eine Brotbackform muss, wie hier, oder ob das auch so klar kommt. Wir lassen uns überraschen. Wir probieren ja alles aus. So, der Backofen ist jetzt heiß und die beiden Teige konnten jetzt noch mal so 10, 15 Minuten gehen und ihr seht, die haben noch mal deutlich zugenommen. Und die kommen jetzt in den Backofen. Ich schütte unten auf das Blech des Backofens noch mal so eine halbe Tasse Wasser. Durch den Wasserdampf soll die Kruste knuspriger werden und das Brot etwas auch weicher innen bleiben. Das hat sich bis jetzt immer bewährt, das machen wir weiter so. Und dann werden die bei über 200 Grad, 220 Grad Pi mal Auge erstmal für 10 Minuten angebacken. Und den Rest, so 20, 25 Minuten, das sind ja jetzt kleinere Brote, backen wir bei 180 Grad. Die dann fertig. Und nachdem die aus dem Ofen draußen sind, müsst ihr die noch mit Butter bestreichen. Und dann war's das. Dann ist der Stuten fertig und wir werden ihn anschneiden und verkosten. Und lassen uns mal überraschen, wie die guten Stücke denn so schmecken. Also, schaut mal, wie die geworden sind. Sehen die nicht toll aus? Haben eine schöne Kruste bekommen und man soll sie ja jetzt direkt mit Butter bepinseln. Das macht man natürlich sofort auch. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, den einzuschneiden. Ich habe gedacht, ich probiere das jetzt erstmal so, wie das aussieht. Und ich finde, es ist ganz gut geworden. So, Nummer 1. Das zweite Brot bestreichen wir auch direkt mit schöner Butter. Ich denke mal, es gibt einen wunderbaren Glanz, wenn das kalt geworden ist. So. Und das war's. Und jetzt lassen wir die auskühlen und dann werden wir sie probieren. So, ihr habt das Brot schon gesehen. Es ist super lecker geworden. Und ich habe mir das jetzt mal mitgebracht. Das ist jetzt ausgekühlt. Und schaut mal hier. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht, wie weich das geworden ist. Total toll. Und die Kruste hier oben, die ist tatsächlich auch knackig geworden. Und wir werden das Brot jetzt mal probieren. Und dazu breche ich mir hier erstmal ein Stück ab. Oh, super lecker geworden.
Eine leichte Süße, wie so eine Art Wäckchen. Ja, schmeckt total klasse. Ich werde das jetzt mal mit Nutella probieren. Ich weiß, der eine oder andere findet das verpönt. Aber ihr kennt ja die Story mit der Butter. Da wurde ich ja damals als Kind mit gequält. Deshalb normalerweise kann man das sicherlich auch super mit einem Stück Butter essen. Aber da kann ich nicht mehr ran. Aber ich tue mir jetzt hier ein Stückchen Nutella drauf und probiere das mal. Ganz toll geworden. Klare Empfehlung, backt das Brot nach, diesen Stuten. Ihr könnt da gerne auch mal Rosinen reinmachen. Ich habe das jetzt mal ohne Rosinen probiert, weil die Kinder jetzt nicht so die großen Fans von Rosinen sind. Aber zusammenfassend kann ich sagen, lohnt sich, ist super lecker. Macht es nach. Ich genieße das jetzt und würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut.